Ich möchte einfach nur klarstellen, dass ich nichts gegen Sie habe. Den Eindruck hatte ich aber und deswegen wollte ich mich auch von Ihrer Schwester fernhalten. Oh, bitte tun Sie das nicht. Er sagt, wir sollen Tom gut behandeln, weil er ein ganz toller Typ ist. Und du hast ihn rausgeschmissen. Wieso hat er es nicht früher geschrieben? Ach komm, Uli, jetzt red dich nicht raus. Du weißt, was du jetzt zu tun hast. Du entschuldigst dich bei Tom. Ich will die Teilhaberschaft von sämtlichen Firmen und die Bankvollmacht für Linie Clarisse. Ich habe dir doch gesagt, dass es mit einem Taschengeld nicht getan ist. Ihre Schwester hat es bestimmt nur gut gemeint. Wovon reden Sie überhaupt? Sie hat mir Geld angeboten, Wofür? damit ich mich um sie kümmere. Sie hat Ihnen Geld geboten, damit Sie sich um mich kümmern? Ich habe es natürlich nicht genommen. Das ist ja unglaublich. Ich fand dasselbe sehr merkwürdig. Deswegen habe ich mich auch nicht darauf eingelassen. Wie kann sie denn nur glauben, dass man Freundschaft kaufen kann? Naja, sie wollte, dass ich Ihnen Gesellschaft leiste. Warum muss sie sich immer wieder in mein Leben einmischen? Ich hätte Ihnen wohl besser davon nichts sagen sollen. Im Gegenteil, das war sehr gut. Jetzt habe ich endlich mal den Beweis. Caroline wird nie aufhören, mich zu bevormunden. Es tut mir leid. Ich wollte wirklich kein Salz in die Wunde streuen. Ist ja gut. Sie trifft keine Schuld. Das ist ganz allein eine Sache zwischen Caroline und mir. Jetzt sei doch nicht so stur. Der Brief beweist doch eindeutig, dass Tom die Ringe nicht gestohlen hat. Es geht doch gar nicht nur um die Ringe. Tom kam einfach hier reingeschneit und hat sich breit gemacht wie so ein Parasit. Ach komm, du warst doch auch einverstanden, dass Tom hier eine Weile wohnt. Ja, nachdem ich mich hab von euch breitschlagen lassen. Was heißt das denn jetzt? Ihr habt mich so lange belabert, bis ich Ja gesagt habe. Und das war ein großer Fehler. Was hast du bloß gegen ihn? Er hat dir doch nichts getan. Und wenn schon. Ich kann ihn einfach nicht ab und damit basta. Ich leg mich jetzt hin, ja? Verdammter Mist. Alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Kann ich noch was für dich tun? Ja, bitte tu mir einen großen Gefallen und verschone mich in Zukunft mit dem Thema Tom, okay? Alle Welt hat immer nur Caroline bewundert, weil sie sich so rührend um mich gekümmert hat. Stimmt das etwa nicht? Kontrolliert hat sie mich, bevormundet. Und wie man sehen kann, tut sie es noch immer. Es ist nicht einfach, im Schatten von so einer großen Schwester zu stehen, oder? Was würden Sie denn sagen, wenn Sie noch nicht mal Ihre Freunde selbst aussuchen könnten? Sicher. Ich glaube, ich wäre auch ziemlich sauer. Aber diesmal kann sie was erleben, das sage ich Ihnen. Ich verstehe ja, dass Sie wütend sind. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn Sie ihr nichts davon zeigen. Sie meinen, ich soll nichts sagen und wieder nur klein beigeben? Ja und nein. Sie wollen sich doch in Zukunft gegen Ihre Schwester wehren, richtig? Ja, Dann sollen Sie sich von ihr nicht in die Karten schauen lassen. aber warum nicht? Weil sie sich dann sicher fühlt und denkt, dass sie auch weiterhin manipulieren kann. Aber ich will mich von ihr nicht mehr manipulieren lassen. Eben. Sie soll es auch nur denken. In Wirklichkeit spielen Sie mit ihr ein kleines Spiel, ohne dass sie etwas davon merkt. Was für ein Spiel? Zunächst mal muss sie glauben, dass ihr Plan aufgegangen ist, uns zu verkuppeln. Alles Weitere ergibt sich von ganz allein. Hier fehlt nur noch deine Unterschrift. Ah, unsere Verträge. Und vergiss nicht, mit Jürgen Hiller zu unterschreiben. Ach, glaubst du, ich würde mit Kaufmann unterschreiben und mich dadurch verraten? Nein. Du willst dir doch jetzt nicht noch alles durchlesen. Vertrauen ist gut. Kontrolle besser. Keine Sorge, es ist alles so, wie wir es besprochen haben. Das hoffe ich. Okay, die Verträge scheinen sauber zu sein. Schade, dass ich keinen Titel bekomme. Vizepräsident wäre doch angemessen. Du bist nichts weiter als ein stiller Teilhaber. Misch dich nicht in die geschäftlichen Angelegenheiten meiner Unternehmen. Unsere, wolltest du wohl sagen? Wie wär's mit einem Gläschen Champagner zur Feier des Tages? Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr.
Ah, ich verstehe. Dann werde ich mal wieder einen schönen Abend noch, meine Liebe. Ja, ja. Dir auch. So ein Zusammenstoß auf dem Bahnhof ist wirklich nicht der perfekte Auftakt für eine Freundschaft. Wie geht's eigentlich Ulis Bein? War er inzwischen beim Arzt? Nein, bis jetzt noch nicht. Er hat so viel im Bistro zu tun. Dann sollte er aber aufpassen. Wenn sich so eine Wunde entzündet, dann ist echt nicht mehr zu spaßen. Ich sag's ihm noch mal. Was ist eigentlich aus deinem Job im Krankenhaus geworden? Das geht klar. Echt? Super. Ja, ich freue mich auch schon total drauf. Ich bin mal gespannt, ob ich die Sachen, die ich in Asien gelernt habe, hier irgendwie anwenden kann. Bestimmt. Sag mal, hast du morgen Abend schon was vor? Nein, wieso? Ich würde gern für dich kochen. Und zwar eines meiner asiatischen Lieblingsgerichte. Oh, das esse ich total gern. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn hier der Eingang ist. Morgen. Mein Name ist Hiller. Angenehm, Brandler. Brandner. Ah, Vater und Sohn. Ja, der junge Mann ist mein Cousin. Was kann ich für Sie tun, Herr Hiller? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ich war nur zufällig in der Nähe und ich dachte mir, ich schaue mir mal meine neue Firma an. Ihre Firma? Wie meinen Sie das? Hat Sie die Gräfin von Anstetten nicht unterrichtet? Ich bin ab sofort Ihr Teilhaber. Unter anderem auch vom Brandnerbau. Aha, weißt du etwas davon? Nein. Das hat sich auch sehr kurzfristig ergeben. Ich würde gern etwas mehr über Brandnerbau wissen. Herr Hiller, Sie werden sicher verstehen, dass das so einfach nicht möglich ist. Solange die Gräfin mich nicht informiert. Ich kann auch so beweisen, was ich sage. Ich habe zufällig die Verträge dabei, die ich mit ihr abgeschlossen habe. Wenn Sie wollen. Nein, wollen wir nicht. Oh. Was bauen Sie denn so, wenn ich fragen darf? Oh, Verschiedenes. Deshalb sind wir auch sehr im Stress. Und wir haben keine Zeit. Ach, ich verstehe. Wissen Sie was? Rufen Sie mich doch einfach an, wenn Sie Zeit haben. Sie erlauben? Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das gibt's doch nicht. Marschiert hier einfach rein und macht einen auf Big Boss. Ach, was soll's. Wahrscheinlich wieder nur eins von Clarissas üblichen Spielchen. Ja, merkwürdig aber, dass Clarisse so einen Typen zum Teilhaber macht. Uns kann es egal sein, Philipp. Niemand hat das Recht, in unsere geschäftlichen Belange hineinzureden. Das steht in meinem Vertrag. Ja, was ist? Geht's dir nicht gut? Nee, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie krank. Ja, das sieht man dir an. Es muss so eine Grippe sein. Ich bin total schlapp. Pass auf, am besten fahre ich dich gleich nach Hause. Kannst du dich ein bisschen hinlegen? Und die paar Sachen hier kann ich auch alleine ins Bistro bringen. Quatsch, das kommt überhaupt nicht in Frage. Toll, dass du mir überhaupt hilfst, jetzt wo du gar nicht mehr für Frau Schneider arbeitest. Das habe ich auch nur gemacht, weil du mein Kumpel bist. Und Marc sich da noch so für dich eingesetzt hat. Der wollte nur sein schlechtes Gewissen beruhigen. Du hättest den Job doch wirklich gebraucht. Bitte, Uli. Erzähl mir lieber, wie es mit Tom läuft, okay? Mir ist schon schlecht, da muss ich nicht noch über Tom reden. Millie meinte, dass Nick geschrieben hat. Und in dem Brief steht genau das, was Tom auch gesagt hat. Na und? Wie na und? Was hast du gegen ihn? Heino, bitte, mir brummt sowieso schon der Schädel. Mit dir über Tom zu diskutieren, ist mir echt zu viel. Ja, Guten Morgen. guten Morgen. Danke, wir machen dann später weiter. Und, was führt Sie zu mir? Was soll das? Warum setzt Sie uns diesen Typen vor die Nase? Wovon reden Sie? Von Ihrem Teilhaber, diesem Hiller. Was wollte er heute Morgen bei Brandnerbau? Wie bitte? Herr Hiller war bei Ihnen heute im Büro? Allerdings. Und spielt sich auf wie der Herr Generaldirektor persönlich. Warum regen Sie sich deshalb so auf? Sie haben mir versprochen, dass ich die neue Nummer 1 werde bei Brandnerbau, wenn es soweit ist. Ich habe Ihnen überhaupt nichts versprochen. Und wen ich zum Teilhaber mache in meiner Firma, das geht Sie absolut nichts an. Und was ist, wenn er sich reindrängen will? Bin ich dann abgemeldet? Hiller ist für Sie ohne jede Bedeutung. Also machen Sie sich keine Gedanken. Aber als Teilhaber könnte er uns doch reinreden, oder nicht? Erstens mal ist Hiller nur stiller Teilhaber und zweitens hält er sich für wesentlich wichtiger, als er ist. Und die Verträge? Soll nicht Ihre Sorge sein. Erzählen Sie mir lieber, wie es mit der kleinen Moore läuft.
Ich verstehe. Kleine Themenwechsel. Genau. Also, erzählen Sie schon. Okay, es geht ganz gut. Ich habe mich schon mit dir gestern Abend getroffen. Wie war eigentlich dein Abend mit Philipp? Schön. Ach ja? Ja, wir haben uns gut unterhalten. Philipp kann sehr interessant erzählen. Wovon hat er denn geredet? Hauptsächlich von seiner Arbeit. Es gibt da so ein paar interessante Projekte, mit denen er sich da beschäftigt. Es freut mich, dass dir der Abend gefallen hat. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ihr... Warum? Philipp ist doch sehr nett. Ich werde mich bestimmt noch mal mit ihm treffen. So, fertig. Jetzt können wir frühstücken. Gut. Wenn es dir wirklich so schlecht geht, dann müssen wir was machen, Uli. Ehrlich. Hi. Das ist ja ein Zufall. Hi. Hi, Tom. Wir sehen uns. Bis später. Wir sollten wirklich zum Arzt fahren. Du siehst schlecht aus. Unsinn. Ich will dich ja nicht nerven, aber warst du inzwischen beim Arzt? Das fängt ja auch noch an. Genau das habe ich mir auch gesagt. Erst die Kopfschmerzen und jetzt hat er auch noch Fieber. Mensch, Uli, bei den Symptomen, da musst du dich schnell untersuchen lassen. Jetzt macht mal locker, ja? Ich habe mich nur erkältet. Das ist noch kein Grund, mich ins Krankenhaus einzuliefern. Und was ist mit deinem Bein? Hat sich die Wunde entzündet? Das kann dir doch egal sein. Dann kannst du dir nämlich eine schöne Blutvergiftung einholen. Eine Blutvergiftung. Sehr witzig. Sonst noch was? Soll ich mir mein Bein gleich amputieren lassen? Uli, jetzt sei doch nicht so stur. Ich mein's wirklich nur gut mit dir. Also gut, damit du endlich Ruhe gibst. Ich gehe zum Arzt, sobald ich Zeit habe. Okay? Das ist deine Gesundheit, Uli. Heino, nimmst du die andere Tüte? Danke. Zu welchem Arzt fahren wir jetzt? Zu gar keinem. Das habe ich doch nur gesagt, damit der Typ endlich Ruhe gibt. Ja, und was ist, wenn Tom recht hat mit der Blutvergiftung? Der kennt sich aus mit sowas. Immerhin hat Tom Medizin studiert. Er spielt sich doch nur auf. Wegen so einer kleinen Schramme am Bein kriegt man keine Blutvergiftung. Und Isabelle hat Ihnen das tatsächlich geglaubt. Ich war selber überrascht. Sie hat nicht einen Moment gezweifelt, dass ihre Schwester mir für ein Rendezvous Geld geboten hat. Ein wirklich amüsanter Einfall. Dadurch war das Eis gebrochen. Bald wird Isabelle mir aus der Hand fressen. Ja, aber was ist, wenn Isabelle ihre Schwester einweiht? Würde sie dann nicht die Wahrheit erfahren? Ich habe sie davon überzeugt, dass es besser ist, wenn sie mit Caroline nicht darüber redet. Und sonst weiß niemandem von. Ja dann, Prost, mein Lieber. Tschüss. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Ich bin mir sicher, ich werde bald Isabelle das eine oder andere kleine Geheimnis der von Anstettens entlocken. Wann werden Sie sie das nächste Mal treffen? Ich denke schon sehr bald. Um nochmal auf diesen Heller Ja, zurückzukommen. jetzt fangen Sie doch nicht schon wieder davon an. Sie brauchen sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber warum sagen Sie mir dann nicht, was das ganze Theater soll? Hiller wird nicht lange bleiben. Er befindet sich sozusagen nur auf der Durchreise. Und seine Ambitionen bei Brandabbau? Ich habe Ihnen alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe zu arbeiten. Ja, hallo, Herr Hiller. Ja, hier spricht Philipp Brandner. Ja, genau. Ich würde mich doch gern mit Ihnen treffen. Wann hätten Sie dann Zeit? Einverstanden. Wie wäre es dann in No Limits? Prima. Bis später dann. Hi. Ist Uli Hi. noch da oder ist er schon im Bistro? Nee, der ist noch da, aber schau lieber mal nach. Es geht ihm ziemlich mies. Warum? Naja, Uli glaubt, er kriegt eine Grippe oder sowas. Aber wenn du mich fragst, liegt das eher an seinem Bein. Total entzündet. Echt? Hi. Hi. Heino sagt, dein Bein ist schlimmer geworden. Ach was. Uli, du musst sofort zum Arzt. Das geht nicht. Ich muss gleich ins Bistro. Heute fangen die Gourmetwochen an. Ist bestimmt der Teufel los. Tabletten sind ja wohl keine Lösung. Ich weiß. Ich gehe gleich morgen früh zum Arzt. Jetzt muss es noch mal so gehen.
Wollen wir los? Ich mach das schon, Heidi. Das kommt gar nicht in Frage. Du kannst die ganze Sache nicht alleine ins Bistro schleppen. Und schon gar nicht, wenn es dir so schlecht geht. Überredet, Daphne. Uli, pass auf dich auf, ja? Mach ich. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Allgemeinmediziner. Nehmen wir doch mal den. Was fällt dir ein? Warum hältst du dich nicht an unsere Vereinbarung? Clara, meine Liebe. Begrüßt man so, wie sagt man in deinen Kreisen, seinen Gatten? Ich habe dir doch klar und deutlich gesagt, dass du dich nicht in meine Geschäfte einmischen sollst. So habe ich das. Bin mir keiner Schuld bewusst. Was sollte dieser Auftritt bei Brandnerbau? Ach, das meinst du? Ach, mir war langweilig und da dachte ich schaue mir mal eine meiner Firmen an. Hast du nichts Besseres zu tun? Leider nein. Natürlich würde ich viel lieber da sitzen und Geld zählen. Aber leider habe ich ja keins. Keine Angst. Ich werde in den nächsten Tagen ein Konto auf den Namen Hiller einrichten lassen. Oh, das ist immer eine erfreuliche Nachricht. Du musst doch gar nicht so viel auf das Konto einzahlen. 100.000 oder 200.000, das reicht fürs Erste. Ich verlange, dass du in Zukunft solche Aktionen wie bei Brandnerbau unterlässt. Ist das klar? Aber natürlich. Ich werde tun, was du verlangst und schweigen wie ein Grab. Solange du meine bescheidenen Wünsche erfüllst. Treib's nicht zu weit. Meine Geduld hat Grenzen. Keine Drohungen, mein Schatz. Vergiss nicht, wer hier wen in der Hand hat. Du brauchst mich nicht zu belehren. Übrigens, ich war heute bei einem Anwalt und habe dort ein paar Papiere hinterlegt. Nur für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte. Also wenn man das liest, bekommt man einen riesen Appetit. Ich hoffe, dass die Gourmetwochen bei unseren Gästen gut ankommen werden. Bestimmt. Wir haben auf jeden Fall schon jede Menge Reservierungen. Ja? Oh, hallo. Hi. Hallo. Was macht denn Heino hier? Entschuldigt mich einen Moment. Ja. Wusstest du, dass ich im Bistro bin? Nein, ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Ich dachte, ich schau mal rein. Ja, schön. Willst du etwas trinken? Ja, gern. Gut. Ein Wasser? Mhm. 2 Mineralwasser, bitte. Ich bin froh, dass du mir nicht böse bist. Weil du mich mit Philipp zusammenbringen wolltest? Ja, irgendwie hatte ich schon ein komisches Gefühl. Aber du musst mir glauben, ich habe es immer nur gut gemeint. Das weiß ich doch. Ich sehe es ja auch ein, ich muss einfach wieder ein bisschen mehr unter Leute und darf mich nicht so abkapseln. Ja, weißt du, ich habe einfach nur gedacht, dass Philipp und du, dass ihr beide, naja, ja, vielleicht könnt ihr manchmal etwas zusammen unternehmen. Warum nicht? Und vielleicht können Philipp und ich sowas wie gute Freunde werden. Ach so, das wäre schön. Du, Caroline, ich muss mich bei dir entschuldigen. Bei mir? Weswegen denn? Weil ich Clarissa diese Sache mit Kaufmann erzählt habe. Es tut mir so leid. Ich geb's zu, ich hab's nur getan, um dich zu verletzen. Ach, Isabel. Kannst du mir noch mal verzeihen? Natürlich. Ach, wie könnte ich dir jemals böse sein? Ich hab dich doch so lieb. Herr Hiller, schön, dass Sie gekommen sind. Danke, Brandner. Haben Sie schon was bestellt? Nein, noch nicht. Dann mache ich das mal. Sehr schön. Ich nehme einen Tequila Sunrise. Okay, bin gleich wieder da. Hi. Hi. Ich habe eine etwas ausgefallene Bitte. Ich möchte 2 Tequila Sunrise da vorne an den Tisch. Ja klar, aber was ist daran ausgefallen? Das kommt noch. Das ist ein Geschäftspartner und ziemlich trinkfest. Seine große Vorliebe ist alles, was viel Tequila drin hat. Auch nicht gerade ausgefallen. Es ist allerdings so, dass man vor jedem Deal erstmal ordentlich ins Glas gucken muss. Sonst kann man das Geschäft vergessen. Verstehe. Ja, das Problem ist aber nur, ich vertrage keinen Alkohol. Ja, eben. Also, kleine Bitte. Wäre es möglich, meinen Cocktail nicht mit Tequila, sondern mit Wasser zu mixen? Geht klar. Danke. Es tut mir leid, dass wir heute Morgen im Büro so kurz angebunden waren. Schon okay. Ich hatte mich nur gewundert, dass Sie mich angerufen haben. Hätte gar nicht damit gerechnet. Wir hatten heute Morgen ziemlich viel um die Ohren. Außerdem wussten wir ja nichts davon, dass die Gräfin Sie als Teilhabe mit ins Boot genommen hat. Aber ich habe Ihnen doch die Verträge gezeigt. Sicher, aber bei sowas frage ich doch lieber noch mal nach. Schließlich geht es um vertrauliche Informationen.
Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich dachte, Sie hatten die eine oder andere Frage, was Brandebau angeht. Ja, außerdem habe ich Ihnen die letzten Bilanzen mitgebracht. Jede Tequila sein Reis. Danke. Das geht alles übrigens auf meine Rechnung. Cheers. Auf eine gute Zusammenarbeit. Cheers. Hi, Willi. Komm rein. Ist das wirklich okay, dass ich bei euch koche? Ja, klar. Und Uli? Der ist doch sowieso den ganzen Abend im Bistro. Außerdem ist das hier ja auch meine Wohnung. Wie geht's ihm überhaupt? Nicht so gut? Jetzt sagt bloß, aber immer noch nicht beim Arzt. Nein. Aber jetzt habe ich für morgen früh einen Termin für ihn gemacht. Morgen erst. Warum? Hat er immer noch Fieber und Kopfschmerzen? Ja, ich glaube schon. Und das Bein? Das ist entzündet. Was? Milli, wir müssen sofort ins Bistro. Wieso? Uli muss so schnell es geht zum Arzt. Ja, aber jetzt habe ich doch für morgen früh einen Termin gemacht. Morgen? Da kann es vielleicht schon zu spät sein. Prost! Prost. Sie kennen die Gräfin also schon ziemlich lange. Genau, fast 30 Jahre. Man muss sie sehr gut kennen. Und ab. Oh, ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Ja? Was denn für Geschichten? Heiße Stories, ich sage Ihnen. Clara hat's faustdick hinter den Ohren. Clara. Clara. Oder von mir aus auch Clarissa, ist doch egal. Auf jeden Fall. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist Clara eine tolle Frau ist. Oh ja, das ist sie. Eine super tolle Frau. Sonst hätte ich sie ja damals nicht... Oh, jetzt hätte ich ja beinahe einen falschen Fehler gemacht. Ah ja? Was denn für einen Fehler? Das ist ein Geheimnis. Aber vor mir brauchen Sie doch keine Geheimnisse zu haben. Oh, dann sagen Sie so. Jetzt werden wir praktisch Geschäftspartner sehen. Okay, Sie bestellen noch mal eine Runde und ich überlege mir in der Zwischenzeit, ob ich Ihnen mein kleines Geheimnis verrate. Okay. Nochmal das Gleiche. Alles klar. Danke. Aber das gibt's ja nicht. Geht ja richtig gut los mit den Gummiwochen. Ich glaube auch, die werden voller Erfolg. Uli, du musst sofort zum Arzt. Willi, was macht ihr denn hier? Bitte, Uli, wenn du morgen erst gehst, ist es vielleicht zu spät. Wie bitte, was redest du da? Uli, es stimmt. So wie es aussieht, hast du tatsächlich eine Blutvergiftung. Ach, der spinnt doch. Erzähl deine Gruselmärchen jemand anderem. Aber ich will davon nichts mehr hören. Deine Kopfschmerzen, das Fieber, die eitrige Entzündung. Alles deutet darauf hin. Am Bein, das ist nur eine kleine Schramme. Und meine Kopfschmerzen habe ich von meiner Erkältung. Sofort. Ich gehe morgen zum Arzt. Und jetzt lasst mich bitte in Ruhe weiterarbeiten. Das hat keinen Zweck. Komm, wir gehen. Oh mein Gott! Uli!